Moin und herzlich willkommen bei Dimiversos. Ein kleiner Traum wird wahr. Ich darf heute die ATC EL150A Lautsprecher hören. Ähm, Es ist ein kleiner Traum für mich, denn ATC kenne ich schon etwas länger, allerdings aus dem ja, Musikbereich, denn die haben auch Studio-Lautsprecher und daher kenne ich die und ich wusste auch, dass es HiFi-Lautsprecher gibt, die habe ich aber dann nie gehört. Sehr high-endig und heute habe ich die Möglichkeit, die zu hören. Und ihr eben auch, denn wir machen eine gemeinsame Hörsession. Bis gleich. So, ja, sehr wunderschöne Lautsprecher, finde ich. Sehr eigen, also man muss das wirklich mögen. Ich denke mal, es gibt da nichts dazwischen. Entweder die einen, die es sehr, sehr schick finden oder die anderen, die sagen, nee, absolut gar nichts für mich von der Optik her. Vom klanglichen Aspekt her werden wir das gleich feststellen. Ich erwarte mir sehr, sehr viel, da ich den Sound aus der Studiobranche tatsächlich kenne. Und da fand ich die schon besonders gut. Deswegen gehe ich stark davon aus und hoffe auch, dass ich nicht enttäuscht werde, dass die im HiFi-Bereich eben genauso gut klingen. Das sind die größten Lautsprecher, die ATC hat. Sowohl jetzt von der Optik her als auch vom Preis her. Die liegen nämlich bei stolze 82.500 Euro das Paar. Ist auch das letzte Pärchen, das die haben. Also es gibt tatsächlich keins mehr, was zum Verkauf steht, außer das Pärchen hier, was die hier in Eltville haben zur Vorführung, vorführbereit. Und die werden auch nicht mehr gebaut, habe ich mir jetzt sagen lassen. Wie haben wir das Ganze hier angeschlossen? Die Lautsprecher sind an einer P6 Endstufe angeschlossen. Dann haben wir noch ein SCA 2 Vorverstärker, auch von ATC, und die Endstufe ist auch von ATC. Die Vorstufe SCA2 steht auf einer Base von Tixa, ähm, und dann haben wir noch einen Streamer dran, den Varversa Mini HPA. Darüber werden wir auch streamen. Wir nutzen die Rune App dafür und ich habe heute zwei schöne Titel ausgesucht. Ich freue mich auch, dass ich die Erlaubnis habe, diese zu spielen. Den ersten Titel, den wir spielen, kommt von einem Saxophon-Quartett, nämlich das Xenon-Saxophon-Quartett. Und ich habe einen der vier kennengelernt über Instagram. Schönen Gruß an der Stelle und vielen Dank, dass ich eure Musik spielen darf. Klingt fantastisch. Das Album kann man streamen, kann man sich auch kaufen. Ich werde die Links dafür auf jeden Fall in die Beschreibung mit reinnehmen, sodass ihr auch euch einen Eindruck davon machen könnt und wenn es euch gefällt, dementsprechend auch die CD besorgen könnt. So, wir spielen den Song Präludium aus dem Album. Geht los. Also ich bin schon mal beeindruckt, aber mein Urteil will ich zum Schluss abgeben. Ich würde gern schon mal den zweiten Titel abspielen. Und das ist auch von einem Bekannten von mir, habe ich auch schon mal gespielt, Mondo Man. Ein sehr, sehr cooler Produzent, wie ich finde. Und aus dem Album Extruder spielen wir den Titel Never Enough. Und jetzt geht es auf jeden Fall ein bisschen mehr zur Sache.
Liebes Xenon Saxophon Quartett, lieber Mondoman, schade, dass ihr nicht dabei wart und eure eigene Musik jetzt nicht darüber hören konntet. Wahnsinn. Wirklich richtig gut. Ich musste mir ein paar Notizen machen, ansonsten kann ich mir das alles nicht merken. Super authentisch. Ich fange jetzt mal mit dem Saxophon-Quartett an. Super authentisch, realistisch in der Bühnenabbildung. Man konnte sich die vier richtig vorstellen. Teilweise waren hohe Klänge dabei, aber kein Klang davon war auch nur annähernd irgendwie scharf oder zu spitz. Das war sehr, sehr präzise, sehr, sehr angenehm im Ohr. Ich hatte auch sogar das Gefühl, ich kann einfach, ich hatte nicht das Gefühl, ich wollte sogar, dass ich einfach noch mal lauter mache. Wäre überhaupt kein Problem gewesen für die Lautsprecher. Auch nicht für die hohen Töne. Das wäre trotzdem weiterhin sehr angenehm im Ohr. Die Bühne war sehr, sehr groß. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier in einem Raum, der ist ungefähr 50 Quadratmeter und der ist nach hinten auch noch offen. Also das ist jetzt nur die eine Hälfte. Hinter mir geht es ja nochmal weiter, auch nochmal 50 Quadratmeter etwa. Und wir haben ungefähr eine 3,5 bis 4 Meter hohe Decke. Und ich habe auch nochmal einen Abstand zu den Lautsprechern auch von circa 3,5 bis 4 Meter. Das ist also schon eine gewisse Entfernung. Und die Lautstärke war jetzt nicht übertrieben laut und trotzdem war ich von dem Sound umgeben. Und das bei dem großen Raum, aber auch kein Wunder bei den großen Lautsprechern, das muss man auch sagen. Und diesen raumfüllenden Klang, also der war noch krasser bei Mondoman dann, weil da war die elektronische Musik eben äh, noch spektakulärer von den Sounds her. Und da hat man diesen raumfüllenden Sound halt noch mehr wahrgenommen. Das hat einen wirklich richtig gefesselt. Ähm, Das war sehr, sehr punchig, knackig. Ich habe einfach Lust gehabt, dann noch mal lauter zu drehen. Das hatte ich dann bei diesem Lied auch gemacht. Und ja, und ich hätte sogar noch lauter drehen können. Also das war wirklich richtig, richtig groovig. Das hat echt Spaß gemacht. Also genauso, wie ich es mag. Überhaupt nicht verwaschen. Und mir hat es absolut an nichts gefehlt. Also wie ihr merkt, durchweg positiv. Ich habe jetzt eigentlich nichts Negatives gesagt. Ich kann auch nichts Negatives sagen. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Ähm, Ich habe selten so gut Musik gehört. Das letzte Mal, dass ich wieder so durchweg positiv gesprochen habe, ohne auch nur einen negativen Punkt zu nennen, das war bei TAD-Lautsprechern, die CR1. Und die haben ein ganz anderes Gehäuse. Insofern wäre das mal echt die Mühe wert. Ich weiß nicht, wann das realisierbar ist, die beiden mal gegeneinander zu testen. Aber das wären auf jeden Fall echte Konkurrenten für die TADs. Und das war nämlich das letzte Mal, dass ich ein so positives Urteil abgegeben habe. Ja, also hat mir super Spaß gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiterhören. Und ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck gegeben über diese Lautsprecher, über ATC generell. ATC ist ja nicht so bekannt. Gut, Kenner kennen ATC, aber ja, ist halt jetzt nicht in aller Munde, wie zum Beispiel ein Hersteller wie Bowers und Wilkins, ne? Aber ich finde, das ist wirklich für mich das Nonplusultra. Ich werde mich in Zukunft auch noch ein bisschen mehr mit ATC auseinandersetzen, denn die haben auch Lautsprecher, die auch im realistischen preislichen Bereich liegen. Und da lohnt es sich, die auch definitiv zu zeigen. Haben ein sehr spezielles Design, was vielleicht nicht jedem gefällt. Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Das ist Geschmackssache, aber rein klanglich, wow, sollte man sich auf jeden Fall mal antun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wird demnächst werden noch mehr Videos folgen, immer wieder weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bitte, wenn euch das gefällt, abonniert diesen Kanal, damit unterstützt ihr mich auch sehr. Kommentiert, schreibt mir rein, was ihr davon haltet. Ich lese die Kommentare alle. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.